Moin Leute! Ja, heute möchte ich euch zwei ganz wundervolle Düfte vorstellen. Es gibt ja Düfte, die hinterlassen so einen sportlichen, frischen, gepflegten Eindruck. Und dann gibt es aber eben auch Düfte, die haben eine gewisse Anziehungskraft eben auf das andere Geschlecht. Die riechen eher mysteriös, anziehend, leicht verrucht. Und das sind eben diese beiden Düfte. Wir haben einmal zur Linken von der Marke Elisaire das Extrait Noir und einmal zur Rechten von der Marke Frédéric Malle Musc Ravageur. Bevor ich jetzt mit Musc Ravageur loslege, solltest du ganz neu auf meinem Kanal sein, dann natürlich auch dir ein herzliches Willkommen. Ich veröffentliche hier regelmäßig Reviews zu interessanten Nischenparfums und hin und wieder stelle ich auch hochpreisige Designerdüfte vor. Ja, und wenn dir das jetzt folgende Video gefällt, dann drücke doch gerne den Daumen hoch Button. Du kannst natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren. Du unterstützt mich damit auf jeden Fall. Und im Idealfall kannst du natürlich auch die Glocke aktivieren. So bleibst du nämlich immer auf dem Laufenden und erfährst, sobald ein neues Video online geht. Dann sage ich schon mal danke für deine Unterstützung und jetzt geht es mit Musc Ravageur los. Ich blende euch mal die Duftnoten ein. Musc Ravageur ist ein Release aus dem Jahre 2000. Ja, diesen Duft gibt es tatsächlich schon 22 Jahre. Ich muss dazu sagen, dass ich vor circa 6 oder 7 Jahren schon mal einen 100 ml Flakon hatte. Und Musc Ravageur roch damals tatsächlich um einiges intensiver und vor allem animalischer. Also diese Animalik, diese Moschusnote war damals deutlich präsenter und vor allem deutlich intensiver. Das hat sich dann jetzt über die Jahre durch diverse Reformulierungen so ein bisschen verändert. Aber nichtsdestotrotz ist es auch heute noch ein ganz toller Duft. Der Start ist durch Zimt und Lavendel recht würzig und auch aromatisch. Zimt wird im Duftverlauf dann auch noch eine recht interessante Rolle spielen. Im Herzen bekommen wir dann halt immer mehr so diese Moschusnote heraus. Da kommt so langsam eben die Animalik heraus. Dann haben wir auch noch Amber und Vanille. Ich finde auch Vanille wird im Duftverlauf noch eine interessante Rolle spielen. Und die Basis, dann haben wir eben wieder Moschus. Der Moschus übernimmt dann immer mehr so die Präsenz. Es kommt immer mehr diese pudrige, cremige, aber eben auch animalische Moschusnote heraus. Dann haben wir auch noch eine interessante Patchouli-Note. Dadurch bekommt der Duft auch so eine bestimmte Tiefe. Diese leicht erdige Patchouli-Note passt natürlich auch perfekt zu dieser animalischen Moschusnote. Und wir bekommen auch noch eine richtig schön weiche Sandelholzbasis. Ja, was natürlich auch wieder ideal eben zu dieser cremigen, leicht pudrigen Moschusnote passt. Jetzt möchte ich auch noch mal ganz kurz eben auf die Zimt- und Vanillenote zu sprechen kommen, denn diese beiden Noten kommen im Drydown für mein Empfinden zumindest tatsächlich auch immer mehr heraus. Der Duft geht dadurch tatsächlich auch tendenziell in so eine leicht gourmandige Richtung. Also noch weit entfernt von so einem reinen oder typischen gourmandigen Duft, aber eben durch Zimt und Vanille bekommt der Duft so gourmandige Anklänge, so will ich es mal nennen. Und behält aber mit der animalischen Moschusnote für mein Empfinden eben immer die perfekte Balance. Also die ganzen Duftnoten sind perfekt aufeinander abgestimmt. Diese Animalik ist präsent, aber auf der anderen Seite eben auch die gourmandigen Duftnoten, eben Zimt und Vanille. Und wenn ich die heutige DNA mit der damaligen vergleiche, wie ich eingangs sagte, ich hatte vor circa 6 bis 7 Jahren eben schon mal einen Flakon, dann muss ich eben auch sagen, dass Musc Ravageur von heute deutlich tragbarer ist, weil eben die Balance perfekt gehalten wird zwischen Animalik und eben diesen gourmandigen Duftnoten. Und das war meiner Meinung nach damals eben anders. Da war mehr Animalik präsent und dadurch war der Duft tatsächlich auch einigen so ein bisschen too much. Einige empfanden es einfach so ein bisschen drüber, eben zu animalisch. Und ich finde, der Duft ist dadurch jetzt wirklich eben sanfter und wirklich besser tragbarer geworden. Ich möchte damit jetzt aber auch gar nicht sagen, dass es früher besser oder schlechter war. Das ist ja sowieso mal ganz subjektiv. Aber ich glaube einfach, dass die heutige DNA, dadurch, dass sie etwas sanfter und nicht mehr ganz so animalisch ist, dann vielleicht auch eher von den meisten Leuten tragbar ist. Und was meiner Meinung nach Musc Ravageur so besonders macht, ist der Drydown und vor allem die Duftaura. Also ich sagte ja eingangs, es gibt eben Düfte, die haben so eine besondere Anziehungskraft auf das andere Geschlecht.
und riechen mysteriös, anziehend, um nicht zu sagen auch leicht verrucht. Also es ist wirklich so eine sexy DNA, die wirklich Eindruck hinterlässt. Und dazu ist die Haltbarkeit und die Sillage auch wirklich top. Also der Duft hält ohne Probleme den ganzen Tag, also 10 Stunden plus. Die Sillage ist auch präsent. Ihr habt also wirklich so eine tolle, leicht animalische Moschuswolke um euch herum und hinterlasst einen entsprechenden Eindruck. Und nun kommen wir zu dem anderen Duft, nämlich zu Extrait Noir. Also Musc Ravageur ist schon eine nischige Duftkomposition, aber Extrait Noir ist da einfach nochmal spezieller, für mein Empfinden auch nochmal deutlich komplexer und vor allem auch wirklich interessanter. Extrait Noir ist ein Release aus dem letzten Jahr. Genau. Und tatsächlich hatte ich mir auch damals eine Abfüllung bestellt und war von Anfang an hin und weg. Also es ist ein unfassbar toller Duft. Aber ja, manchmal ist es ja irgendwie so, man schiebt so ein Parfumkauf Ewigkeiten vor sich hin. Ja, und durch Zufall habe ich diesen Duft jetzt in einer Parfümerie entdeckt. Ja, und da ist es dann quasi auch um mich geschehen und habe ich mir diesen Duft gekauft. Also ich blende euch mal die Duftnoten ein. In diesem Duft bekommen wir nämlich wirklich einiges geboten. Ich zeige euch auch noch mal ganz kurz den Flakon. Es sind hier 30 Milliliter, die so circa 150 bis 160 Euro kosten. Ganz schlichtes Design, aber irgendwie spricht mich das trotzdem an. Der Flakon ist eigentlich relativ schwer und massiv für die kleine Größe dann eben. Ja, der Zerstäuber setzt sich farblich ab. Hier haben wir einen Deckel. Ja, also da kann man eigentlich nichts sagen. Wie gesagt, schlicht, aber irgendwie finde ich es trotzdem recht ansprechend. Nun aber zu den Duftnoten. Und ihr seht ja selbst, hier ist wirklich so einiges los. Und vor allem ist es ein wirklich so interessanter, komplexer, aber ich sag's auch nochmal, wirklich sehr nischiger Duft. Und vor allem ist es auch ein wirklich sehr intensiver und animalischer Duft. Also das muss man wirklich mögen. Die Kopfnote ist wirklich überwältigend. Also wir haben hier zum Beispiel Kampfer und Eukalyptus und Thymian. Und dadurch geht es so in dieses minzig, mentholige, aber auch so in diese, ja, Kräuterrichtung, sag ich mal. Also ein ganz toller, belebender, aromatischer Start. Im Herzen haben wir dann tatsächlich eine recht präsente Lavendelnote. Und deswegen sagte ich auch eingangs, dass es für einige so in die Fougère-Richtung geht. Das kann ich durchaus verstehen. Ich finde aber, dass wir darüber hinaus eben noch ganz viele andere Duftnoten bekommen und weshalb ich mich da relativ schwer tue, das so als Fougère-Duft zu kategorisieren. Ich nehme im Herzen dann noch relativ viel Safran wahr. Ich finde, dass der Safran hier nochmal so anders und vor allem sehr interessant umgesetzt wurde. Und ich finde sowieso, dass Safran immer eine sehr, ja, anziehende Duftnote ist. Und ich nehme auch relativ viel Patchouli wahr. Das gibt den Duft im Herzen auch schon so eine gewisse Tiefe. In der Basis ist dann so einiges los. Also auf der Haut bekomme ich tatsächlich auch eine recht präsente Ledernote heraus. Dazu nehme ich aber auch wirklich diverse verschiedene harzige Noten wahr. Wir haben zum Beispiel Bibergeil, was da eben harzig riecht, aber auch so ein bisschen in die Richtung vom Baldrian geht. Da haben wir wieder so leichte Kräuter-Vibes eben, die wir auch schon im Kopf durch Thymian hatten. Dazu haben wir dann eben auch noch eine recht präsente Zistrosennote, also auch schon wieder so eine harzige Duftnote. Und dann auch noch Benzoé, das passt natürlich einfach alles perfekt zusammen. Und wir haben auch noch eine Vanillenote. Ich muss sagen, dass der Duft nicht zu süß ist und meiner Meinung nach aber auch dafür sorgt, dass der Duft nicht zu animalisch wird. Die Vanillenote sorgt so für diesen, ja, nötigen, angenehmen Kontrast, so nenne ich es jetzt einfach mal. Und dadurch behält der Duft für mein Empfinden auch wirklich die perfekte Balance. Und darüber hinaus nehme ich übrigens auch noch eine leichte medizinische Note wahr. Meiner Meinung nach kommt das eben von der Kampfer- und Eukalyptusnote. Und auch diese beiden Noten sorgen neben der Vanillenote dafür, dass der Duft eben nicht zu animalisch, nicht zu drückend und schwer wird, sondern immer noch so eine leicht belebende und durch die Vanille eben auch so eine richtig angenehme Duftnote hat. Ja, zusammengefasst kann man also sagen, hier ist so einiges los. Also ich kann euch auch wirklich den Tipp geben, testet diesen Duft auf der Haut. Also es gibt so einen tollen Duftverlauf. Es ist wirklich ein sehr toller und vor allem komplexer Duft. Also für mich riecht es ganz klar animalisch, ledrig,
eben aber auch leicht medizinisch. Wir bekommen auch diverse harzige Noten und auch irgendwie so leicht grün kräuterige Noten. Die Haltbarkeit ist super, also 10 Stunden plus. Ihr kommt da ohne Probleme durch den Tag. Die Sillage ist intensiv, es ist aber auf gar keinen Fall ein raumfüllender Duft, aber man nimmt den Duft auch durch diese besondere Duft-DNA selbst immer wahr. Zumindest nehme ich den Duft die ganze Zeit wahr. Und auch hier ist das Besondere der Duftverlauf auf der Haut und die Duftaura. Ja, denn die Duftaura wirkt einfach anziehend, sexy, fast schon magisch. Also ich wiederhole mich zwar, ich kann euch aber wirklich den Tipp geben, besorgt euch eine Abfüllung und testet diesen Duft wirklich auf der Haut. Also im Umfeld hinterlässt der Duft wirklich so eine ganz, ja, faszinierende Duftaura. Ja, man zieht die Leute gefühlt so in seinen Bann. Und also es ist wirklich eine ganz klare Empfehlung. Von diesen beiden Düften ist für mich Extreme Noir auch einfach der tollere, interessantere und tatsächlich auch hochwertigere Duft. Ja, dann bin ich aber jetzt auch durch. Du kannst ja gerne mal kommentieren, ob du vielleicht sogar Extreme Noir kennst. Die Verfügbarkeit in Deutschland ist ja eher durchwachsen. Da müsst ihr wirklich mal in den Online-Shops gucken. Ja, Musc Ravageur ist dann ja schon eher bekannt. Vielleicht ist ja auch der eine oder andere hier, der das bestätigen kann, dass die damaligen Batches wirklich deutlich animalischer waren. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Kommentiert gerne mal. Dann sage ich danke, dass ihr hier wart. Bleibt gesund und munter und bis demnächst.